Hallo und herzlich willkommen nochmal im Gira Forum hier auf der Light + Building auf dem Gira Messestand. Alle, die jetzt gerade hier im Publikum sind, uns zuschauen und alle, die per YouTube sich dann das jetzt oder eben halt später anschauen. Ich habe einen ganz tollen Gast bei mir, der Robin. Robin ist Energieeffizienzprofi. Robin, erzähl mal, wer bist du, was machst du? Ja genau, mein Name ist Robin Apel, ich bin Geschäftsführer von Energieeffizienzprofi und wir haben einen Förderservice entwickelt für Handwerksbetriebe, ja, um einmal das Thema Awareness überhaupt ein bisschen zu steigern und hinten raus auch die Möglichkeit zu geben, ohne viel Aufwand Förderanträge stellbar zu machen. Bei uns geht das in 48 Stunden. Ja, aber das Thema Awareness ist das Stichwort heute, würde ich sagen, richtig? Genau das ist das Stichwort. BEG, erzähl mal, was ist das überhaupt? Ich bin völlig ahnungslos. Ja, und zwar geht es erstmal darum, wenn wir Förderung sagen, wovon sprechen wir heute? Bei uns dreht sich alles um das Thema BEG. Und das ist aufgeteilt in 3 Bereiche. Es gibt also einmal das BEG, WG und NWG. Das sind die Effizienzhäuser, die wir kennen. Das heißt, heute ist unser Fokus bei den Einzelmaßnahmen. Und da gibt es auch einen ganz besonderen Bereich für das Thema Smart Home, was relativ wenig bekannt ist und wo wir heute einen kleinen Einblick geben wollen. Also, was ist förderfähig und wie gehen wir das Thema am besten an? Klickst du weiter? Oder? Ich klicke weiter. Jawohl. Also es gibt 2 Förderinstitute, die hier involviert sind. Das ist einmal das KfW, was man kennt, die halt eben für Kredite in Verbindung mit Tilgungszuschüssen stehen und seit 2024 auch die Heizungsförderung wieder machen. Ist gerade noch etwas holprig von der KfW, aber das kriegen wir bestimmt hin. Das kriegen die bestimmt hin. Den Rest, die Einzelmaßnahmen, die werden direkt durch Zuschüsse unterstützt und das sind eben alle anderen Maßnahmen außer der Heizungstausch. Da gehen wir jetzt gleich einmal drauf. Dafür würde ich weitermachen. Was gibt es allgemein zu wissen zu dem Thema? Es gibt ein paar Grundvoraussetzungen, um für ein Gebäude, egal ob im WG oder im NWG, förderfähig zu sein. Das Gebäude muss einmal mindestens 5 Jahre alt sein. Dann ist die maximale Investition bei Nichtwohngebäuden in die Quadratmeter eingeteilt, das heißt 500 € pro Quadratmeter Netto-Grundfläche. Im Wohnbereich sind wir bei 30.000 € pro Wohneinheit. Kleines Sternchen. Mit einem sogenannten Sanierungsfahrplan lassen sich die auch auf 60.000 erhöhen und ebenfalls auch im Wohnbereich sich die Prozente, die man dann am Ende bekommt, auch noch ein bisschen steigern. Will ich aber heute nicht zu sehr darauf eingehen. Kurze Frage, Robin. Ja, klar. Da steht pro Jahr. Pro Jahr, pro Kalenderjahr tatsächlich sogar. Also man wäre theoretisch sogar in der Lage, einen Antrag für eine Wohneinheit für 30.000 € jetzt im Dezember zu stellen und könnte dann im Januar einen neuen Antrag stellen und hätte wieder dieses Investitionsvolumen für sich offen. Ah, das finde ich gut. Das ist ganz cool, ja. Das kann man also strategisch ganz gut planen, wenn man mal vom Investitionsvolumen nicht ganz hinkommt. Die Umsetzungsfrist beträgt 36 Monate und aus Erfahrung ist das mehr als ausreichend. Wir müssen ja auch eine Preisstabilität halten, das heißt, meistens soll eine Maßnahme, die freigegeben worden ist, ja auch ein bisschen schneller ablaufen. Und zu allerletzt, Mindestinvest ist immer 2.000 €. Es kommen immer noch ein paar Kosten über die Energieberatung dazu. Das heißt, wir sagen immer, ab 3.000 € lohnt sich's, weil dann ist das Geld, was man zurückbekommt, mindestens 150 €. Ja, und nach oben hin gibt es dann eben auch kein Limit mehr. Die maximale Grenze von 600.000 € pro Gebäude ist in 2024 entfallen. Das heißt, es kann auch mehr sein. Ja, was kann man allgemein fördern lassen? Wir haben einmal das Thema Gebäudehülle, dann haben wir die Anlagentechnik Außerheizung, die Anlagen zur Wärmeerzeugung, die Heizungstechnik und die Heizungsoptimierung. Generell wichtig, alle notwendigen Neben- und Materialkosten sind förderfähig. Wir nennen das Ganze Umfeldmaßnahme. Ja? Gut, mach du. Okay, genau. Eine Umfeldmaßnahme bedeutet neben der Hauptmaßnahme, ein Beispiel, es sollen Fenster ausgetauscht werden und dann sollen darüber noch Rollos gehängt werden und am Mauerwerk muss vielleicht auch noch was getan werden, das muss aufgemacht werden, hinterher wieder verputzt werden. Die Baustelle muss abgesichert werden, An- und Abfahrtkosten, die Zeit, die die Mitarbeiter natürlich damit verbringen, all das kann in so eine Fördermaßnahme mit eingebracht werden und ist dann die sogenannte Umfeldmaßnahme und ist dann entsprechend mitgefördert. Zusätzlich, Fachplanungskosten werden mit 50% bezuschusst. Was ist denn mit diesen 50% genau gemeint? Also, angenommen, man macht jetzt eine Elektroplanung vorab, eine Fachplanung. Dann könnte man vorher ins Gebäude gehen, könnte diese Planung durchführen und könnte das, was man in der Planung gemacht hat und das entsprechende Ergebnis zu 50% fördern lassen.
Dazu gehören auch die Kosten für einen Energieberater, wenn er einen Förderantrag stellt zum Beispiel. Auch das wird zu 50% gefördert. Wichtig hier, sage ich sofort, wer die Hauptmaßnahme macht und zu, sagen wir mal, 15% zum Beispiel fördert, kann nicht mit dem gleichen Unternehmen auch die Fachplanung zu 50% fördern. Das geht nur, wenn es sich darum ein Drittunternehmen handelt. Das ist wichtig zu wissen. Genau, weil wir gleich nochmal auf die Gebäudehülle kurz eingehen, auch wenn das nicht unser Fokusthema ist. Ganz kurz, was ist da förderfähig? Die Dachdämmung, die Geschossdeckendämmung, die Kellerdeckendämmung, die Außenwanddämmung und dann noch der Austausch von Fenster- und Außentüren und der sommerliche Wärmeschutz. All das wird mit 15% bezuschusst und bei dem Einsatz eines individuellen Sanierungsfahrplans im Wohngebäudebereich auf bis zu 20% aufstockbar. Und dann, und hier wird es nochmal spannend, das ist das zweite Thema, wo ich den Fokus drauf legen will. Wir haben den Einbau, Austausch und Optimierung von Lüftungsanlagen. Und jetzt kommen wir endlich zu unserem Thema Smart Home. So nennt sich das im Wohngebäudebereich. Keine Sorge, im Nicht-Wohngebäudebereich haben wir auch sehr spannende Themen. Da nennt sich das Ganze Einbau, Messsteuer und Regelungstechnik. Hat ähnliche Voraussetzungen wie Smart Home, gehen wir gleich noch drauf. Dann die Kältetechnik zur Raumkühlung und den Einbau energieeffizienter Innenbeleuchtung, also der LED-Tausch, was ja, für Filialbetriebe sehr, sehr spannend ist, für große Gewerbeimmobilien oder ja, ich sag mal Investoren, die eine Vielzahl von Gebäuden haben. Das kann ein sehr, sehr spannendes Thema auch sein. Ebenfalls 15% bei den Nichtwohngebäuden und Wohngebäuden und bei den Wohngebäuden auch auf 20% aufstockbar. Du hattest eine Frage. Nein, ich habe bisher alles verstanden. Okay. Wie gesagt, wenn ihr eine Frage habt oder online eine Frage stellen wollt, nur raus damit. Für mich alles schön und gut, aber ein bisschen abstrakt. Haben wir irgendwas, ein praxisnahes Beispiel zufällig dabei? Macht total Sinn. Jetzt weiß man erstmal nichts, was kann man damit anfangen. Also haben wir uns tatsächlich mal 2 Themen gesucht, wie wir so eine Förderung gestalten können. Natürlich mit dem Fokus Smart Home. So, jetzt müsstest du mir kurz einmal was erzählen, was wir hier vor uns haben. Und dann kann ich dir dazu sagen, was da förderfähig ist. Wir haben hier ein Beispiel unserer Smart Home App, womit man sieht, was man alles steuern kann in einem Smart Home. Wir haben einmal das Beispiel Licht, das Beispiel Jalousie und das Beispiel Heizung. Einfach mal in der App dargestellt, damit es schön plastisch oder schön greifbar ist. Super. Und in dem Fall hätten wir es jetzt wirklich mit Smart Home als Hauptmaßnahme zu tun. Das bedeutet, wir müssen erstmal sicherstellen, dass der Grundgedanke, was wir machen wollen, förderfähig ist. Und das wäre jetzt in dem Fall hier die smarte Technik. Ja? Durch diese verschiedenen Module können wir dafür sorgen, dass zum Beispiel eine Jalousie hochfährt, wenn im Winter die Sonne scheint, damit die die Heizkosten gespart werden. Die Heizungssteuerung kann natürlich dadurch auch smart angepasst werden, eine Temperaturregelung beispielsweise. Und auf der linken Seite die Deckenleuchte. Also auch da kann man eben schauen, dass man gewisse Leuchten zu gewissen Zeiten ausschaltet, dimmt. All diese Faktoren sorgen dafür, dass wir Energie einsparen. Und somit sind auch alle 3 dieser Bereiche automatisch förderfähig. Dazu gehört jetzt wirklich alles. Das heißt, wir haben jetzt einmal das Modul, und das Gira One zum Beispiel ist. Wir haben die Displays, die an die Wand kommen zu Hause. Wir haben die smarten Steckdosen, die damit verbunden sind. Wir haben zum Beispiel den Rollo vorne dran, der mit der smarten Steuerung ausgestattet ist. Alles, was da gemacht wird, selbst wenn die Wände aufgemacht werden müssen, um die Kabel dafür zu verlegen, dann werden diese Putzarbeiten gefördert. Also wirklich, dieses komplette System ist jetzt in dem Fall hier mit 15% oder im Wohnbereich mit ISFP mit 20% förderfähig. Robin, ganz ehrlich, ich bin selber Elektriker oder Elektromeister, habe schon mit vielen Kunden selber gesprochen und wenn ich was zum Thema Smart Home erzähle, erzähle ich immer, was es kann und alles. Aber ich muss ehrlich sagen, das Thema Förderung erzähle ich eigentlich nie. Das ist, sollte man das als Elektriker oder muss der Endkunde das wissen oder wie funktioniert das Spiel? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin so ein Datenheini, ja. Das heißt, ich schaue mir dann immer gerne so Daten dazu an. Und wir haben damals schon Google-Auswertungen gemacht und halt festgestellt, dass im Vergleich zu Heizungsanfragen, Fensteranfragen etc. im Smart Home-Bereich ein wirklich winziges Suchvolumen existiert. Also kaum jemand googelt Förderung zu Smart Home. Das zeigt uns, dass die Awareness da draußen einfach überhaupt nicht vorhanden ist. Also wer als Elektrotechniker jetzt davon ausgeht, der Kunde macht das schon von sich aus, das stimmt nicht. Ja, das heißt, da ist wichtig, eben Awareness zu schaffen. Deswegen sitzen wir zusammen. Heute tun wir einen kleinen Beitrag dazu. Solche Themen sind förderfähig und das muss natürlich rausgetragen werden, weil jeder Kunde ist dankbar, wenn er sich nochmal 15% am Ende sparen kann, gerade wenn es um so ein System geht. Genau. Ich würde mal weitermachen. Wir haben noch ein zweites Beispiel mitgebracht. Also wir können einmal das Smart Home als Hauptmaßnahme fördern. Das ist der Fall 1.
Die zweite Variante, die wir haben, ist die Förderung einer Hauptmaßnahme und dann quasi das Gira-System als Umfeldmaßnahme mit reinzunehmen. Wir hätten jetzt hier den Fall, es werden Fenster getauscht, dazu werden noch Jalousien installiert und dann wird gleichzeitig auch nochmal Gira-System 3000 mit der Jalousiesteuerung dazu gepackt. In diesem Fall kommt es nicht darauf an, ob die Smart Home Kriterien erfüllt sind, sondern es kommt auf den UW-Wert des Fensters an. Das heißt, wenn die Fenster förderfähig sind nach BEGEM, sind automatisch all diese Zusätze, die Jalousien und die smarte Steuerung, alles mitförderfähig im gleichen Fördersatz. Und auch das ist gerade für Handwerksunternehmen, die mit anderen Gewerken kooperieren, ja auch nochmal eine ganz, ganz interessante Info, dass die eben auch wissen, dass das so auch funktionieren kann. Also Robin, ganz ehrlich, wir haben den Termin jetzt zusammen vorbereitet, da habe ich es erfahren und gestaunt. Im Vorfeld wusste ich das nicht. Deswegen sind wir hier. Und es ist, glaube ich, noch eine lange Reise. Also wie gesagt, wir brauchen viel Unterstützung, das Thema nach vorne zu bringen. Jetzt ist die Frage, was können wir dazu beitragen, um das Ganze hinterher auch einfach umzusetzen. Weil wir haben natürlich die Problematik, der Handwerker verdient da ehrlich gesagt ja nicht einen Euro mehr dran. Der setzt dieselbe Maßnahme um und die 15% bekommt der Endkunde. Das heißt, er ist ja nur bereit, wenn er den Mehrwert sieht und gleichzeitig einen minimalen Aufwand hat. Und deswegen haben wir zusammen ein Formular entwickelt, was wir den Gira-Aktivpartnern zur Verfügung stellen. Hier können Aktivpartner eben ihr Kundenprojekt eintragen, können ihr Handwerkerangebot hochladen und bekommen dann von uns, von Energieeffizienzprofi, innerhalb von 24 Stunden ein Feedback dazu, ob das Ganze förderfähig ist oder eben nicht. Und wenn nicht, nicht nur die Aussage, dass es nicht förderfähig ist, sondern eine genaue Aufdröselung. Was muss beachtet werden, was muss eventuell geändert werden, damit wir in die Förderfähigkeit kommen. Also ich habe bis hierhin verstanden, was es gibt, welche Maßnahmen es gibt und das ist scheinbar, dass wir zusammen das total einfach machen, das Ganze mal den Stein ins Rollen zu bringen quasi. Genau, ich wollte jetzt noch mal einen kleinen Ausblick geben, was dann danach passiert, weil tatsächlich, klingt zu schön, um wahr zu sein, aber damit ist der Teil des Handwerkers eigentlich auch schon gegessen. Alles, was danach passiert, regeln wir tatsächlich mit dem Endverbraucher. Das heißt, wenn wir jetzt die kostenfreie Angebotsprüfung durchgeführt haben und wir haben festgestellt, die Maßnahme ist zu 100% förderfähig, treten wir an den Kunden heran, holen uns dann die entsprechenden Dokumente, die er braucht. Da gibt es eine Checkliste, eine Vollmacht und mittlerweile auch eine aufschiebende Bedingung. Das heißt ein Zusatzschreiben, das ist auch toll für den Handwerker, weil der bekommt einen 3-4-Zeiler, wo drin steht, hey, lieber Handwerker, ich beauftrage genau dich unter der Voraussetzung, dass ein Förderantrag gestellt wird. Und das gibt dem Handwerker die Sicherheit, die er vorher nicht hatte, weil in 2023 hätte ein Handwerker auch ausgetauscht werden können. Endkunde sichert sich die Förderung, geht zum nächsten Elektrotechniker und sagt, mach du mir das für 2.000 Euro weniger. Geht nicht mehr. So Robin, Antrag stellen, öffentliche Mittel, also mein Gefühl sagt mir, das dauert aber ein Stückchen, oder? Genau, also erstmal, um es rund zu machen, wir beantragen die Kosten wie folgt. Angebotssumme inklusive Nebenkosten plus 20%, weil auf der Baustelle passieren Dinge, das wissen wir alle, die sollen mitgefördert sein. Deswegen puffern wir das Ganze. Ganz, ganz wichtig, bis die Maßnahme beantragt wurde, darf es auf keinen Fall eine offizielle Zusage geben. Sternchen, diese aufschiebende Bedingung, von der ich vorhin geredet habe, die natürlich, die ist sogar notwendig. Jetzt kommt der nächste Schritt, der Zuwendungsbescheid. Das hier ist die offizielle Zustimmung, dass das Thema förderfähig ist. Die BAFA hat sich angeguckt, passt. Jetzt kommt wahrscheinlich deine Frage, wie lange das dauert. So ist es, so ist es, Genau. Aber das ist der ganze Prozess. Verstanden. Genau, also die BAFA spricht momentan davon, dass sie 4 Wochen brauchen. Die Realität ist im Moment eher so im Bereich 8 Wochen, aber wir möchten denen die Möglichkeit geben, sich da noch zu verbessern. Und ich habe verstanden, der Auftragnehmer, der muss jetzt aber nicht so lange warten. Das ist jetzt wieder der Vorteil für den Handwerker tatsächlich. Der Endverbraucher darf, nachdem der Antrag gestellt wurde, eben den Antrag auch freigeben, sofort danach. Wir bekommen innerhalb von 2 Stunden eine Freigabe vom BAFA. Es ist eingegangen und der Auftraggeber darf auf eigenes Risiko danach den Auftragnehmer nochmal offiziell beauftragen. Das heißt, theoretisch, wir stellen diesen Antrag binnen 48 Stunden, nachdem wir alle Unterlagen zusammen haben. Theoretisch darf der Handwerker dann nach Freigabe auch sofort loslegen und muss nicht 4 bis 8 Wochen warten. Genau, um das rund zu machen, wenn dann eben alles geleistet wurde, sammeln wir beim Endkunden die Rechnung ein, geben den Verwendungsnachweis, das BAFA prüft das Ganze und dann geht am Ende tatsächlich diese Fördersumme auf das Konto des Endverbrauchers zurück. Ja, und um das Angebot, was wir für die Aktivpartner haben, nochmal rund zu machen, auch nochmal die Info,
Wir machen komplette gratis Fördermittelschulungen, das heißt, jedes Handwerksunternehmen darf auf uns zukommen, auch jeder Endverbraucher darf auf uns zukommen. Er wird gratis zu den Fördermitteln geschult. Wir stellen die Förderanträge in 48 Stunden. Wir machen gratis Angebotsprüfungen innerhalb von 24 Stunden. Jeder Handwerker oder auch Filialist bekommt bei uns einen eigenen Ansprechpartner und das bleibt auch so. Ja, und das Ganze bundesweit. Und ich glaube, damit tun wir einen kleinen Teil, um das ganze Thema ja, ein bisschen nach vorne zu treiben. Robin, finde ich wirklich mega super, weil ich wusste es nicht und ich kann mir vorstellen, dass einige, die es gerade sich anschauen, das auch gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und ich bin immer, sowas gebe ich immer ganz gerne ab. Und wenn ich jetzt weiß, es gibt jemanden wie dich oder wie euch, also das nicht zu nutzen, wäre ja total Quatsch, oder? Ich sage ja nicht mal, macht das mit uns. Ich möchte, dass es generell mehr Awareness dafür gibt. Ich möchte, dass generell mehr gefördert wird. Wir haben einen unheimlichen Sanierungsstau in Deutschland. Ja, also wenn es um den Endverbraucher geht, sowieso eine Riesenhilfe. Wenn das nicht weiß, wird das auch nicht machen. Da ist der Handwerker gefragt. Wir haben unseren Teil dazu beigetragen. Es gibt diese Landingpage, die man sich gerne abfotografieren kann oder den Link abschreiben. Da kann man eben diese Gratis-Angebotsprüfung machen. Ja, das wäre eben unser Teil. So, bis hierhin schon mal. Haben wir irgendwelche Fragen hier, von denen die gerade zuschauen? Ihr könnt euch trauen. Es gibt keine blöden Fragen. Die Fragen werden auch nicht irgendwie belohnt mit einer Tüte Gummibärchen oder sowas, aber gehen wir gerne raus mit den Fragen. Online haben wir da irgendwelche Fragen? Überhaupt kein Problem. Im Nachgang, dafür ist es ja auch online, wird es ja hochgeladen. Wenn es im Nachgang Fragen gibt, werden wir sie natürlich weiterleiten. Ihr könnt auch direkt an mich rantreten. Ich habe hier nochmal meine Kontaktdaten im QR-Code. Schreibt mir eine E-Mail, r.apel@energieeffizienzprofi.de. Ich bin da immer gerne offen für. Lass uns da Gas geben und ja, ansonsten. Robin, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, uns hier besucht hast, mit mir das Thema vorgestellt hast. Wie gesagt, ich glaube, das Thema ist unfassbar wichtig und viele Elektroinstallateure und auch Endkunden haben das überhaupt gar nicht auf dem Schirm und jetzt, das mal von dir mal zu hören, kann eigentlich nur heißen, auf geht's, los. Schickt ein Angebot rüber, wir schauen uns das genau an, wir geben Feedback, ob das so passt oder was man beachten muss. Man kann nichts falsch machen. Also es wird ja nicht verbrannt, weil so ein Angebot nicht förderfähig ist, dass der Kunde nichts mehr fördern kann. Es ist ein Lerneffekt. Ja? Wir geben Feedback, wir sorgen dafür, dass das nächste Angebot förderfähig ist oder das gleiche Angebot förderfähig wird. Ja. Hervorragend. Also haben wir eine Frage hier? Noch nicht? Wir haben eine Frage online. Gut, dann stelle ich mal die Fragen. Oh, Jawohl. jetzt. Ich dachte, du bist verbunden. Tatsächlich kamen Fragen. Was wäre denn der erste Step für das Handwerk, wenn er ein förderfähiges Projekt hat? Genau, also das läuft, wie gesagt, so ab. Ich habe ja generell schon mal einen Ausblick gegeben, was förderfähig ist. Wenn da noch große Unsicherheit entsteht, da sollte man mich am besten direkt einmal anschreiben, dass wir uns das Projekt angucken können. Und wenn dann eben klar ist, welche Maßnahmen gemacht werden, wird daraus ein ganz normales Angebot erstellt, so wie man es gewohnt ist. Und das darf dann unter der Zustimmung des Kunden, das ist natürlich wichtig, Datenschutz. Ja? Der Kunde muss zustimmen, dass die Daten an uns rübergehen dürfen, damit wir die prüfen dürfen. Und dann geben wir das Feedback und wenn das Ganze positiv ist, würden wir das auch sofort anstoßen. Und dann ist das innerhalb von ein paar Tagen erledigt. Top. Eine weitere Frage, entstehen da Kosten für den Elektriker, wenn er was einreicht? Große Frage, tolle Antwort, nein. Weder für die Schulung, noch für die Angebotsprüfung, noch für irgendeinen anderen Service werden wir irgendwelche Kosten berechnen. Wenn man sagt, worüber finanziert ihr euch denn? Wir stellen am Ende Anträge. Ja? Die werden natürlich vergütet, aber auch da kann man sich andere Energieberater angucken. Ist ein absolut fairer Preis und wird auch zu 50% gefördert. Der Handwerker wird nicht einmal eine Rechnung von uns sehen. Super. Das ist die Botschaft, die wir hören wollen. Und eine letzte Frage. Hast du Tipps, wie man das Thema Förderungen im Kundengespräch aufnehmen kann? Das ist ja auch ein Thema, weswegen wir mit Gira zusammenarbeiten. Also wir arbeiten gerade daran, dass wir das Thema eben auch schon von Produktseite mit mehr Awareness ausstatten. Das heißt, in Zukunft sollte es eben möglich sein, schon von vornherein zu sehen, hey, dieses Produkt ist förderfähig. Aber dadurch, dass die Voraussetzungen ja wirklich relativ weich sind, ja, man muss argumentieren können, dass da Energieeinsparungen existieren in der Maßnahme, die man macht. Und dann kriegt man sie auch förderfähig. Dafür garantieren wir dann als Energieeffizienzexperten. Wir gucken uns das an und wenn wir der Meinung sind, dass das Ganze in diese Bedingungen reinpasst, dann ist es auch gefördert. Vielen Dank, Robin. Vielen Dank, Marco. Prima. Dann Jawohl. danke euch fürs Zuschauen. Vielen Dank. Robin, ganz, ganz herzlichen Dank und dann wünsche ich euch und uns noch einen schönen Tag hier auf der Messe in Frankfurt. Bis dann. Ciao.